Anfangs dachten wir, die Mido Ocean Star GMT ist einfach nur eine weitere, zugegebenermaßen gefällige Armbanduhr mit zweiter Zeitzone. Jetzt mussten wir aber feststellen, dass die Swatch Group heimlich, still und leise ein echtes Traveler GMT-Werk entwickelt hat und es auch im unteren bis mittleren Preissegment, also bei Tissot, Certina und Mido verbaut. Die Neuentwicklung wird allerdings nirgendwo so richtig kommuniziert und hat sich bei uns deswegen ein Video verdient. Tatsächlich haben wir die Mido Ocean Star GMT in der Ausgabe 6 2022 von Armbanduhren bereits vorgestellt und dabei einen Fehler gemacht. Im Reiseuhren-Special hatten wir eine grundsätzliche Unterscheidung in Uhren mit schrittweise verstellbaren Hauptstundenzeiger und Uhren mit separat einstellbaren 24-Stundenzeiger vorgenommen. Dieser kleine, aber feine Unterschied entscheidet bei einer Uhr mit Anzeige der zweiten Zeitzone nämlich komplett darüber, wofür sie geeignet ist. Es ist die Unterscheidung zwischen einer Traveler GMT und einer Office GMT. Tja, nun unser Fehler. Wir sind davon ausgegangen, dass die Mido Ocean Star GMT, so wie bisher eigentlich alle anderen Modelle der günstigeren Swatch Group Marken, nur eine Office GMT-Funktion, also auf Basis des ETA-Kalibers 2893 besitzt. Und damit eine Möglichkeit, den zusätzlichen 24-Stunden-Zeiger per Schnellverstellung umzustellen. Sobald man wirklich die Zeitzonen überfliegt, hat man von so einer Funktion eigentlich gar nichts mehr. Zu unserer Freude haben wir uns damit gründlich vertan. Die Mido ist nämlich tatsächlich eine Traveler GMT, also eine Uhr für Reisende. Das wird aber nirgendwo verraten, weder in der Pressemeldung noch auf der Mido-Webseite oder im Shop der Marke. Auch Mido selbst scheint nicht so ganz klar zu sein, was sie da eigentlich für eine großartige Funktion in der neuen Uhr mit dem Kaliber Mido 80 auf Basis des ETA 1007661 anbieten. Bei so einem Traveler GMT-Werk kann man nämlich den Hauptstundenzeiger schrittweise auf die Lokalzeit umstellen, ohne dabei das Uhrwerk anzuhalten oder irgendeine andere Funktion, also abgesehen vom Datum, zu beeinflussen. Der GMT-Zeiger wird vorher auf die Heimatzeit im 24-Stunden-Format eingestellt, die man dann immer im Blick hat. Dazu kommt, dass das neue Werk eine Gangreserve von 80 Stunden hat und durch die Niva-Kronen-Spirale außerdem sehr resistent gegenüber Magnetfeldern ist. Da sich die Swatch Group mit ihren Marken seit Ende der Basel World nicht mehr auf Messen zeigt und der Presse nicht einmal eine konzerninterne Neuheitenshow anbietet, sondern stattdessen Unternehmenskommunikation auf E-Mail-Basis betreibt, rutscht seine tolle Neuheit dann einfach mal durch. Die Ocean Star GMT gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Neben der Variante mit blauem Zifferblatt und rot-blau geteilten Rehot, wie wir sie hier zeigen, nämlich noch in schwarz-blau und im rosé vergoldeten Bicolor-Look mit schwarzem Zifferblatt. Alle 3 Varianten haben aufgesetzte Indizes, die mit Leuchtmittel versehen sind. Genau wie auch die skelettierten Zeiger. Dazu kommt noch ein Rehot mit 24er Teilung und eine farblich passende Lünette mit 60er Teilung, die die Ocean Star GMT als Taucheruhr qualifiziert. Sie ist dementsprechend einseitig drehbar und als kleiner Bonus sogar mit einem Keramik-Inlay ausgestattet. Mit einer Wasserdichtheit von 20 bar darf die Mido nämlich auch wirklich abtauchen. Während auf der Vorderseite ein Saphirglas das Gehäuse abschließt, befindet sich auf der Rückseite eine eingravierte Übersicht über die verschiedenen Zeitzonen unserer Erde, inklusive der zugehörigen Städte. Die verschraubbare Krone wird von einem Kronenschutz flankiert. Als wären das noch nicht genug Luxusfeatures für eine 1390 € teure Traveler GMT-Uhr, wird die Mido Ocean Star GMT auch noch mit 2 Armbändern ausgeliefert. Erstens wäre da das Gliederarmband, natürlich mit Tauchverlängerung, und zweitens auch noch ein NATO-Band. Und weil es so schön ist, stattet Mido die beiden Bänder auch noch mit einem Schnellwechselsystem aus. Die Mido Ocean Star GMT wird mit ihrer Funktionalität damit zu einem wirklich guten Komplettpaket. Und für unter 1500 € bekommt man hier endlich eine richtige Reiseuhr mit allen wichtigen Features, die man sich dazu wünschen kann. Und jedenfalls zeigt uns diese Mido, dass die Swatch Group konstruktiv auf dem komplett richtigen Weg ist. Wenn der Konzern das nur ein bisschen besser nach außen tragen würde, wäre echt einiges gewonnen. Vielleicht doch wieder auf einer Messe? Das würden wir uns auf jeden Fall für 2023 wünschen. Wollt ihr mehr solche Videos sehen? Wir haben noch ein paar davon anzubieten und würden uns wirklich über euer YouTube-Abo freuen. Das ist völlig kostenlos und hilft uns wirklich weiter. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen
und vielleicht bis zum nächsten Mal.